Das war ich, bevor ich über 30 Kilo abgenommen habe. Und darum geht es ja auch bei mir. Und heute sprechen wir darüber, was es alles für Gründe gab, warum ich zwischendurch oder auch mein ganzes Leben lang eventuell nicht abgenommen habe. Also viel Spaß. Außerdem machen wir in diesem Video noch 3 super leckere Gerichte ganz am Ende. Also bleib schön dran. So, erstmal möchte ich sagen, ich habe mich extra heute sehr seriös für dich angezogen. Niemand sieht, dass das Sofa total dreckig ist. Das ist auch schon mal gut. Ich möchte auch noch sagen, auch wenn das auf die Nerven geht, aber ich bin keine Ärztin und auch keine Ernährungsberaterin. Es gibt hier Ärzte und Ernährungsberater auf YouTube und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann beantworten die bestimmt gerne. Ich berichte hier nur von meinen persönlichen Erfahrungen. Das heißt nicht, dass das der super Weg ist. Das heißt nicht, dass das der beste Weg ist, um Gottes Willen. Das würde ich mir nie anmaßen, sondern ich erzähle einfach nur, wie das bei mir war. Ich werde dir keine Empfehlungen aussprechen oder sonst irgendwas, sondern guck einfach, dass du deinen eigenen Weg findest. Was ich aber weiß ist, wenn du sehr viel abnehmen willst, und ich glaube, das kann nur jemand sagen, der selber dick war. Und ich sage jetzt nicht, ein Arzt muss unbedingt diese Krankheit gehabt haben, um sie heilen zu können, weil das ist Quatsch. Der hat das ja schließlich gelernt. Und dennoch ist meine Meinung, tief in diese Abnahme oder in dieses Problem sich rein zu fühlen. Und da spreche ich jetzt wirklich nur vom Gefühl. Das können nur das können nur wir, die wirklich mal sehr stark übergewichtig waren. Und deswegen möchte ich dir sagen, ich fühle dich auf jeden Fall. Und wenn du gerade sehr große Struggle mit deinem Gewicht hast, dann möchte ich einfach sagen, ich bin für dich da, auch wenn nur visuell, aber ich kann das so alles nachempfinden und wahrscheinlich jedes Gefühl, was du fühlst, habe ich auch gefühlt oder fühle ich immer noch. Also fühl dich auf jeden Fall gedrückt, fühl dich hier ganz wohl, das ist mir total wichtig und genau, für medizinische Fragen zum Arzt, bitte. So, der Punkt Nummer 1, und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, warum ich ganz oft ich rede nur von mir, nicht abnehmen konnte, wo ich jetzt hintergestiegen bin. Also erstmal sage ich dir, wenn du mich nicht kennst, ich bin 45, habe 3 Kinder, die sind fast 18, 20 und 10 Jahre alt, fast 10. Und ich bin einmal geschieden und einmal fast geschieden. Also das mit den Männern hat nicht so gut funktioniert, sagen wir es jetzt mal so. Ich würde dafür nie jemandem die Schuld geben. Meiner Meinung nach sind immer 2 schuld. Ich mag diese Opfermentalität absolut überhaupt nicht, in keiner Hinsicht. Wir sind nie das Opfer. Wir haben immer die Kraft, uns selber aus allem oder ich sag mal aus fast allem, natürlich jetzt irgendwelche ganz schlimmen Umstände, darüber rede ich jetzt nicht, sondern uns rauszuziehen oder rauszukatapultieren. Und das habe ich ein paar Mal gemacht und das hat immer mehr schlecht als recht, aber es hat halt irgendwie funktioniert. Und jetzt, um auf Punkt 1 wieder zurückzukommen, mein seelisches Wohl, das ist das, was mich am meisten davon abgehalten hat, abzunehmen. Und das ist sehr eng mit Punkt 2 verknüpft, den ich dir gleich sagen will, aber mein seelisches Gefühl, und das kannst nur du für dich bestimmen, fühle ich mich wirklich gerade wohl? Bin ich in einer Beziehung, in der ich gesehen werde, in der ich glücklich bin, die mich bereichert und nicht belastet? Und es geht jetzt nicht darum, dass der Mann irgendwie 10 Stunden auf dem Klo sitzt und du davon genervt bist, sondern ich meine so ganz tiefe Gefühle. Bin ich wirklich hier richtig? Und was ich auch finde ist, auch wenn das immer suggeriert wird, und das muss ich jetzt mir selber auch eingestehen, vielleicht bin ich für eine Beziehung, in der man so zusammenlebt, nicht gemacht. Vielleicht ist das so. Ich weiß das nicht, aber hinterfrag dich da mal. Bin ich wirklich tief im Innersten richtig zufrieden und glücklich? Sobald du nämlich einen Mangel hast, und ich hatte Mangel ohne Ende. Ich hatte auf allen Ebenen Mangel. Sobald du einen Mangel hast, versuchst du diesen Mangel wie auch immer zu füllen. Und ich bin das beste Beispiel. Ich wäre anfällig für Spielsucht. Ich wäre anfällig für Kaufsucht. Ich bin anfällig für Esssucht.
Das meine ich. Du bist dann anfällig in sehr vielen Bereichen und du bist einfach sehr verwundbar. Und deswegen ist das mein absoluter Punkt, den du für dich klären musst. Und wenn du das nicht alleine klären kannst, dann musst du vielleicht eine Therapie machen, was auch wirklich nichts Schlimmes ist. Also ich habe auch schon mal sowas wie eine Therapie gemacht, zusammen mit Hypnose. Sowas habe ich schon mal gemacht. Das geht so ganz tief und oft will man sich das auch nicht eingestehen oder oft belügt man sich auch. Und wenn es gerade nicht der richtige Zeitpunkt für dich ist, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich möchte das einmal kurz sagen, weil zumindest bei mir war das immer der Auslöser, dass ich gegessen habe, dass ich mich habe gehen lassen. Und das war nicht, es ist so schön, einen Partner zu haben und wir gehen jetzt 5-mal die Woche essen, sondern das war, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwo tief drin bin ich nicht glücklich, nicht zufrieden. Ich habe einen Mangel. Und diesen Mangel gilt es irgendwie zu erforschen und wenn du den dann gefunden hast, eventuell zu füllen mit Dingen, die dich wirklich glücklich machen. Zum Beispiel ist es bei mir jetzt, dass also erstmal YouTube ist natürlich ein großes Ding, aber dass ich bin viel mehr bei mir. Und das hat vor der Abnahme stattgefunden, sondern nach der Trennung. Und das heißt jetzt nicht, ihr müsst euch alle von euren Männern trennen, um Gottes Willen, gleich kriege ich die ganzen Nachrichten von den Männern, sondern erforsche einfach, was ist das, was mir diesen Mangel gibt. Und manchmal kann es auch was ganz Tiefsitzendes sein, was wir gar nicht finden oder nicht wissen. Also da muss man sich dann Hilfe holen. Aber bei mir war das Punkt Nummer 1. Ich war auf der seelischen Ebene nicht glücklich oder ich war nicht in Fülle, genau. Der nächste Punkt, der für mich auch extrem bremsend war und wo ich es einfach nicht geschafft habe, ich war gestresst. Ich war gestresst von meiner Arbeit, ich war gestresst von kleinen Kindern, die ich hatte und das ist alles völlig normal. Also ich sage jetzt nicht, meine Kinder sind super stressig, sondern kleine Kinder, das Leben mit kleinen Kindern ist einfach meistens anstrengend. Und dann hast du keinen Kopf für irgendwie abnehmen. Und wenn du dich dann noch immer bestrafst und sagst, boah, ich muss jetzt aber abnehmen, ich will jetzt aber und es funktioniert einfach nicht. Und dann machst du dich wieder nieder, weil das ist ja so ein Kreislauf. Also du willst es unbedingt machen, du bist aber gar nicht bereit, dann fängst du an, innerlich redest du dir ein, ich schaffe es sowieso nicht, dann funktioniert es nicht, weil du vielleicht gerade nicht bereit bist und dann sagt dein Gehirn, siehst du, hast ja richtig gehabt, hast ja recht gehabt, du schaffst es nicht. Und so drehst du dich immer im Kreis. Wenn du also gerade ganz andere Dinge auf dem Schirm hast, dann ist das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt und dann gib dir diese Selbstliebe und sag einfach, es geht jetzt gerade nicht. Es geht jetzt gerade nicht und das ist in Ordnung. Ich weiß, man hat dann Angst und denkt sich, vielleicht kommt der richtige Zeitpunkt nie, aber versuch erstmal diese Stressquellen vielleicht einzudämmen. Manchmal ist es so leicht gesagt, aber versuch einfach da irgendwie einen Weg rauszufinden oder vielleicht mach Meditation oder haltst dir nicht so viele Termine auf. Vielleicht sind die Termine, die du alle hast, auch viel zu viel. Vielleicht ist das einfach nicht zu bewältigen oder du kannst nicht Nein sagen. Sag einfach Nein. Das habe ich schon in einem anderen Video gesagt. Ein Nein zu anderen ist immer ein Ja zu dir. Und das ist super, super wichtig. Ja, das ist das Stichwort für den Ben. Ja, hast du auch Ja gesagt zu dir. Du sagst Ja zu Nudeln, die du jetzt gerne hättest, die du aber nicht bekommst. So, genau. Das war auch ein wichtiger Punkt, also Stress reduzieren, wie auch immer du das für dich machst. Aber du musst erstmal auf den Stresspunkt kommen, finde ich. Also du musst erstmal dir darüber bewusst sein, ja, ich bin gestresst und sei da einfach ganz ehrlich, das ist keine Niederlage und das ist auch nichts Schlimmes. So, der nächste Punkt, der auf jeden Fall mich auch extrem gebremst hat und wo ich immer dachte, ja komm, laber nicht, ist Schlaf. Also mangelnder Schlaf. Wenn du nicht 8 Stunden Schlaf am Tag hast, dann ist dein Körper in so einem Stressmodus. Und ich glaube, der schüttet dann Cortisol aus und das hemmt auch wieder das Sättigungsgefühl und genauso ist es auch beim Stress. Also wenig Schlaf versetzt deinen Körper in Stress. Ich habe immer gedacht, das ist doch egal, aber ich habe dann 6 Monate Nachtschicht gemacht. 6 Monate, vielleicht auch nur 2 Monate. Auf jeden Fall, ich habe in der Zeit fast nichts abgenommen, obwohl ich sehr wenig gegessen habe in der Zeit. Und mein Körper war einfach richtig, richtig gestresst. Und das ging nicht. Also versuch zu schlafen,
Schlafen ist super schön. Mein Vater hat früher immer gesagt, ihr wisst gar nicht, wie schön Schlafen ist. Heute weiß ich, wie schön Schlafen ist. Versucht dir einfach die Zeit zu geben, zu schlafen und am besten ohne Handy. Also ich kann das nicht sagen, weil ich habe den ganzen Abend Handy und schlafe neben meinem Handy und ich weiß, dass das nicht gut ist, aber ja, das ist jetzt keine Empfehlung von mir, aber weil ich kann nur Dinge empfehlen, die ich selber mache, finde ich. Deswegen kann ich das nicht empfehlen, aber es wäre empfehlenswert. Also vielleicht sollte ich mich auch irgendwann mal daran orientieren. Genau, also wenig Schlaf hat mich auch sehr gebremst. Und was mich auch sehr gebremst hat, war zu wenig zu essen. Also wenn du zu wenig Kalorien isst, dann versucht dein Körper erstmal das Gewicht festzuhalten, weil der in so einen Schockmodus kommt. Und zwischendurch habe ich mal sehr, sehr, sehr wenig gegessen. Also jetzt nicht ein Brötchen am Tag, aber schon sehr wenig. Und da habe ich gemerkt, und das hat mich so verwundert, weil ich dachte, also wenn ich super, super wenig esse, dann muss ich ja auf jeden Fall abnehmen. Und das hat aber nicht funktioniert. Der Körper hat so heftig an dem Gewicht festgehalten. Und deswegen finde ich, ist das auch super wichtig, dass du dir das vernünftig ausrechnest und dass du vielleicht auch mit ärztlicher Begleitung. Also ich finde das immer sehr wichtig, wenn du nicht weiter weißt oder wenn du keine Ahnung hast oder wenn du Hilfe brauchst, dann geh zum Arzt, such den guten Arzt oder vielleicht auch einen Ernährungsberater und besprich das mit dem. Also das würde ich empfehlen. Genau, also zu wenig essen und natürlich zu viele Kalorien ist natürlich, da kannst du natürlich nicht abnehmen. Also meiner Meinung nach ist ja immer, du musst auf jeden Fall weniger reingeben, als du verbrauchst, sonst kann das nicht funktionieren. Für mich ist das eine ganz normale Rechenaufgabe. Gibst du zu viel Kalorien rein und verbrauchst nicht so viel? Gesundheit. Also dieser Hund, ne, das ist so ein Filmcharakter. Ich weiß auch nicht. Also, verbrauchst du weniger, als du reingibst, dann ist das meiner Meinung nach eine Matheaufgabe, dass das nicht funktionieren kann. Und das funktioniert natürlich nicht. Also, wenn du 5000 Kalorien am Tag isst, dann kannst du logischerweise nicht abnehmen. Was dann da einhergeht, wenn du zu viel isst, ist auch, du hast eine schlechte Planung. Und ich weiß, dass es super nervig ist, wenn man abends sich noch hinstellen muss, vor allem wenn du einen super stressigen Tag hast, wenn man sich abends noch hinstellen muss und muss sich da noch irgendwas vorbereiten. Aber ich weiß ganz genau, am nächsten Tag war ich immer so froh, dass ich was hatte. Und denk einfach an dieses Gefühl, wie wird das am nächsten Tag sein, wenn alle sich eine Pizza bestellen und du hast einfach etwas da. Und ich habe mir öfter dann mit zur Arbeit etwas genommen. Ich werde jetzt auch gleich noch was mit dir kochen. Genau, damit du weißt, so 2, 3 Kleinigkeiten, die du ganz schnell machen kannst und die du dann mitnehmen kannst. Das machen wir auf jeden Fall, damit du einfach irgendwas hast. Weil ich weiß, wenn du nichts hast und dann bestellen alle was zu essen, dann bestellst du auch, weil du hast natürlich Hunger. Ist ja auch ganz logisch. Also das habe ich auch gemacht. Ich habe dann versucht, trotzdem was Kleines zu bestellen, aber ein Tag ist auch nicht schlimm. Aber wenn du das dann 5 Tage hintereinander machst, weil du denkst, ach komm, gestern ging das, dann geht das heute auch und morgen geht das auch. Irgendwann geht das nicht mehr. Was auch logisch ist. Also natürlich, du kannst nicht jeden Tag Fastfood essen und nicht jeden Tag eine Pizza. Du kannst dir eine Alternative suchen. Meal Prep ist super wichtig. Also wenn du nicht vorbereitet bist, schlecht. Ist eigentlich schon zum Scheitern so ein bisschen verurteilt. Du kannst dich immer noch mit ein paar Sachen über Wasser halten, aber natürlich ist eine gute Vorbereitung ist einfach die halbe Miete. Das ist so. Warum die Waage noch stagniert, zumindest bei uns Frauen, ist ganz klar, wenn du deine Periode hast. Und deswegen bin ich auch, wenn ich meine Periode hatte, mindestens eine Woche nicht auf die Waage gegangen. Weil ich das wusste und weil mich die Zahl auf der Waage gestresst hat. Und dann hast du wieder Stress und dann, also das ist ja wie so ein Kreislauf. Dann, ich schaff's sowieso nicht, dann fängst du wieder an, dich irgendwie schlecht zu behandeln und dann als Belohnung willst du dann vielleicht was essen. Also am besten du meidest das. Du musst auch nicht diesen Kontrollwahn haben. Also ich habe auch einen extremen Kontrollwahn, das muss ich schon sagen. Jetzt nicht aufs Gewicht bezogen, aber auf alles andere. Also ich fliege nicht gerne, weil ich denke, ich könnte das Flugzeug besser fliegen. Ich fahre nicht gerne Bus, obwohl ich kein Busfahrer bin. Trotzdem meine ich könnte das besser. Außerdem habe ich dann die Kontrolle. Klar, ich als Pilot hätte bestimmt die Kontrolle, wo ich gar keinen Flugschein habe. Also, aber genau. Deswegen
Ich würde das in der Zeit meiden. Und sehr viele Menschen haben auch Wassereinlagerungen während des Eisprungs. Wenn du weißt, wann ein Eisprung ist, dann vermeide diese Zeit auch. Sowieso, finde ich, muss man nicht jeden Tag auf die Waage gehen. Jeden Tag auf die Waage gehen ist natürlich für dich besser, um zu sehen, es funktioniert. Also am Anfang kannst du das vielleicht machen, irgendwann, also ich gehe jetzt nicht mehr jeden Tag auf die Waage. Manchmal gehe ich 2 Wochen nicht auf die Waage. Einfach weil ich das Vertrauen habe, dass das funktioniert, was ich mache. Und ich weiß, am Anfang hast du dieses Vertrauen nicht. Du hast überhaupt gar kein Vertrauen. Du hast kein Vertrauen in dich selber, du hast kein Vertrauen in das System, du hast gar kein Vertrauen. Also wenn du jetzt sagst, ich muss jeden Tag auf die Waage, bestraf dich aber nicht, wenn es dann mal an einem Tag 300 Gramm mehr sind. Das ist alles normal. Das ist kein Sprint, sondern Abnahme ist ein Marathon. Und ich habe früher mal gedacht, boah, komm, in 2 Monaten habe ich das und das Gewicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Gib dir 2 Jahre, wenn du sehr, sehr viel abnehmen willst. Gib dir die Zeit. Und dann wirst du sehen, das wird immer entspannter für dich. Du musst dich nicht stressen. Wofür? Du hast jetzt 30 Jahre nicht abgenommen oder 40 oder wie lange auch immer. Warum muss das dann in 2 Monaten jetzt sein? Ich weiß, wir wollen das alle. Aber das funktioniert nicht. Und das wird dich nur dazu führen, wieder zu scheitern. Und deswegen gib dir die Zeit. Sag, okay, ich fange jetzt an, es ist ein Prozess und es dauert. Also ich habe damit begonnen, ungefähr als ich den Job, wo ich den Nachtdienst gemacht habe, angefangen habe. Und das war im Mai letzten Jahres und jetzt haben wir August. Da habe ich auch noch gedacht, also in 6 Monaten bin ich dünn und habe dann ganz schnell gemerkt, wenn ich es bequem haben will, und mir ist dieser Weg leicht gefallen, weil es nicht so streng war, weil es nicht so anstrengend war, weil ich keine Verbote hatte. Also ich kann natürlich jetzt jeden Tag nur noch ein Brötchen essen, dann habe ich vielleicht in 2, 3 Monaten 20 Kilo abgenommen. Aber erstens kannst du das nicht halten, das wirst du nicht halten können, weil du kannst ja nicht jetzt immer nur noch ein Brötchen essen. Und zweitens ist das super ungesund und drittens wirst du auch total schlecht gelaunt sein. Dann hast du wieder Stress, also das ist ja alles ein Ding. Und wofür das Ganze? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, boah, das geht so easy und das ist so einfach und ich weiß schon so viel, was die Kalorien betrifft. Dann mache ich es doch lieber so und ich merke gar nicht wirklich, dass ich sowas mache und habe trotzdem irgendwann das Gewicht, das habe ich ja jetzt auch noch nicht. Ich habe noch nicht das Gewicht, was ich gerne hätte und was ich mir vor 1,5 Jahren vorgestellt habe. Was ich dachte, was ich in 2 Monaten haben werde. Das habe ich noch nicht. Und das ist für mich gerade jetzt okay, weil ich geißel mich nicht. Mir geht es nicht schlecht. Ich habe keine schlechte Laune. Und das ist doch viel, viel mehr wert. So, und was auch sein kann, warum du gerade nicht abnimmst, dass du auf einem Plateau bist. Und das gibt es. Du nimmst ab, du nimmst ab, du nimmst ab. Du bist auf einem Plateau. Dieses Plateau kann dauern. Es gibt Menschen, von denen habe ich gehört, bei mir war das jetzt nicht, da dauert das Wochen. 3, 4 Wochen, wo du nichts abnimmst und dann geht es wieder runter. Auch das ist normal. Hab das nur im Hinterkopf. Wenn du dich jede Woche wiegst und sagst, boah, jetzt habe ich schon 2 Wochen nichts abgenommen oder 3. Vielleicht ist es ein Plateau. Mach einfach weiter. Einfach weitermachen. Es tut dir ja nicht weh. Einfach weitermachen. Und ja, dann wird das automatisch gehen. Aber du musst das im Kopf haben, dass es diese Plateaus gibt. Das ist normal. Und die können lange dauern. Und die können nervenzehrend sein. Und du möchtest am liebsten die Waage in die Ecke schmeißen. Und du möchtest am liebsten das Ganze hinschmeißen. Aber denk immer dran und hab vielleicht auch eine Vorstellung. Und das habe ich gehabt. Ich habe mir ganz am Anfang eine Vorstellung gemacht, irgendjemand, den ich kannte, wo ich gedacht habe, so eine Figur möchte ich haben. Und so werde ich irgendwann aussehen. Vielleicht nicht 1:1, also es war jetzt nicht Heidi Klum. Muss schon ein bisschen realistisch bleiben. Also das auf jeden Fall. Denkt ihr jetzt nicht, ich bin 45 und möchte aussehen wie eine 18-Jährige. Das wissen wir, dass das nicht funktionieren wird. Auch nicht mit Schönheitsoperationen. Das ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel ist erstmal, finde ich, und das war mir extrem wichtig, gesund zu sein. Ich wollte unbedingt gesund sein. Und für mich war das so, dieses Gewichtsthema, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Gewichtsthema, das
belastet mein ganzes Leben. Ich habe gedacht, das wird nie funktionieren. Ich werde nie... Irgendwann bist du dann so weit, dass du immer denkst, also zumindest habe ich das gehabt, ja okay, dann bleibe ich halt jetzt so. Ja okay, dann ist das jetzt so. Dann soll es wohl so sein. Nee, muss nicht. Aber du denkst das dann irgendwann. Du denkst ja, Körper sind verschieden, dann ist meiner halt so. Und das habe ich ganz oft gedacht. Und dann habe ich auch immer gedacht, naja, so schlimm ist ja jetzt auch nicht. Und dann hat wieder irgendeiner ein Foto von mir gemacht. Und dann habe ich gewusst, das ist doch so schlimm. Aber gib dich nicht mit weniger zufrieden, als du willst. Also mach jetzt keine 40 Kilo. Aber wenn du diesen Traum hast und diesen Wunsch, dann gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und sag nicht, ach guck mal, jetzt habe ich 10 Kilo abgenommen, ich müsste eigentlich 50, aber dann bleibe ich halt jetzt so. Mach das für deine Gesundheit, mach das für deine Bewegung, mach das für deine Familie. Also vor allem mach es für dich. Also natürlich ist es das Wichtigste. Mach es vor allem nicht für einen Mann. Mach es für dich. Für dich und wenn du eine Familie hast, dann mach es auch dafür, dass du dich besser mit denen bewegen kannst. Weil sind wir mal ehrlich, was gibt es alles für Einschränkungen, die wir uns selber auferlegen? Und da kann ich nur von mir selber sprechen und da würde ich gleich schon wieder anfangen zu heulen. Und da würde ich dich mal bitten, wenn du dich nicht schämst, schreib es mal in die Kommentare. Mich würde das super interessieren, welche Einschränkungen du dir selber auferlegt hast, weil du meinst, dass diese Dinge nicht möglich sind. Zum Beispiel, weiß ich nicht, deine Ihr geht in irgendeinen Park und du gehst nicht mit. Du wirst automatisch ja auch weniger gesellschaftsfähig. Ihr seid irgendwo eingeladen und du meldest dich krank. Du gehst nicht mit. Warum gehst du nicht mit? Weil du dich nicht wohlfühlst. Es sind vielleicht ganz viele andere Menschen da, die dich nicht kennen und das kenne ich so gut. Und da haben Leute, die mich kennen, gesagt, ich wäre menschenscheu. Ich bin nicht menschenscheu, sonst würde ich das hier gar nicht machen, sondern ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich wollte nicht, dass fremde Menschen mich kennenlernen. Und was ich auch super wichtig finde, umgib dich mit Menschen, wo du so sein kannst, wie du wirklich bist. Und das habe ich in den letzten Monaten vor allem gelernt. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und wo du weißt, die sind mir wohlgesonnen. Und wo du weißt, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und es ist scheißegal, welchen Körper ich habe. Und das sage ich ganz oft meinen Kindern. Wir reden nicht über andere Körper. Wir machen das einfach nicht. Warum auch? Was geht uns ein anderer Körper an? Und ich finde ganz oft in dieser Abnahmegeschichte kommen jetzt plötzlich dann Leute, und das sehe ich ganz oft bei so Instagram-Abnahmekanälen, da kommen dann irgendwelche Leute und fangen an, denen Tipps zu geben und dann mit dem Hintergrund, ich meine es ja nur gut mit deiner Gesundheit. Seit wann interessiert sich ein Fremder für meine Gesundheit? Wenn ich 500 Zigaretten rauche, dann interessiert sich auch keiner für meine Gesundheit. Wenn ich mir jeden Abend 2 Flaschen Wein reinkippe, interessiert sich auch keiner für meine Gesundheit. Warum meinen Menschen beim Gewicht, dass jeder was dazu zu sagen hat? Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Und dann immer unter dem Deckmantel, ja, ich will ja, dass du gesund bist. Du kennst mich doch gar nicht. Warum willst du, dass ich gesund bin? So, das war jetzt so ein kleiner Ausflug von mir, weil ich das ganz oft auf so Instagram-Kanälen sehe, gerade bei Leuten, die abnehmen oder die abgenommen haben, dass jeder eine Meinung hat. Und natürlich darf jeder eine Meinung haben. Aber es ist mein Körper. Ich habe 30 Jahre, 40 Jahre darunter sehr gelitten. Und ich meine jetzt nicht ein bisschen gelitten, sondern ich habe wirklich sehr gelitten. Und ich glaube, ganz viele da draußen leiden auch. Und Menschen, die dieses Leiden nicht erlebt haben, die können das nicht nachempfinden. Und da kann man nicht sagen, ja, dann friss einfach weniger und mach mehr Sport oder beweg dich, du faules Stück, oder keine Ahnung, was es da alles für komische Kommentare gibt, wo ich mir denke, du bist nie in meinen Schuhen gelaufen, also maß dir nicht an, zu wissen, wie das ist. Das mache ich bei anderen auch nicht. Das nur so am Rande. Also ich fühle dich ganz genau. Wenn du dieses Gefühl hast, ich kann das alles nachempfinden und ich bin auf deiner Seite auf jeden Fall.
weil ich das so gut kenne. Und dann natürlich auch ein wichtiger Punkt, warum ich eventuell zwischendurch nicht abgenommen habe und jetzt auch gerade es natürlich viel langsamer geht, weil ich keinen Sport mache, weil ich mich nicht bewege. Und du musst nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen. Du kannst auch einfach spazieren gehen, beweg dich einfach mehr als vorher, das ist schon mal ein Riesengewinn. Also wenn ich jeden Tag 3-mal mit dem Ben rausgehen würde und nicht die Kinder manchmal schicken würde, die das auch, also der Max macht das zum Beispiel morgens freiwillig, weil er sagt, ich arbeite jetzt im Büro und ich will Bewegung haben. Also der hat auch dieses Mindset, weil er ja auch mal übergewichtig war. Versuch einfach Bewegung in deinen Alltag einzubauen. Und das klingt immer so bescheuert, ja, nimm die Treppe und nicht den Aufzug. Ja, aber das ist es. Oder park weiter weg und park nicht direkt vorm Supermarkt, sondern vielleicht nimm einen Parkplatz weiter hinten. Nur so ein bisschen. Bau einfach ein bisschen mehr Bewegung ein. Und das ist auch ein großer Punkt, warum du eventuell nicht oder warum ich zwischendurch diesen nicht abgenommen habe, weil ich mich nicht bewegt habe. Und wenn ich denke, ich sitze hier nur den ganzen Tag auf der Couch, ja, dann gute Nacht. Jetzt habe ich mich wieder vollkommen in Rage geredet. Ich hoffe, du konntest irgendwas für dich mitnehmen. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir so eine große Community schon geworden sind. Und ich liebe das einfach. Ich möchte, dass du weißt, dass wir das gemeinsam machen. Ich muss auch noch 20 Kilo abnehmen. Ich bin also auch noch nicht am Ziel, vielleicht auch 15, das weiß ich noch nicht genau. Aber wir machen das zusammen und wir haben alle Tiefschläge und wir haben alle unser eigenes Leben und jeder hat seinen Stress zu bewältigen. Also stress dich einfach nicht. Irgendwie wird das alles funktionieren. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Sonntag und wir gehen jetzt gleich in die Küche und machen noch ein paar Snacks. Bis bald. Ich möchte euch definitiv noch einen Punkt mitgeben, der meine Abnahme auch extrem gebremst hat. Den habe ich vorhin nicht gesagt, weil ich das jetzt gelassen habe seit ein paar Monaten, und zwar Alkohol. Wenn ihr Alkohol trinkt, bremst das auch extrem die Abnahme. Und das habe ich gemerkt, weil ich ein paar Mal richtig Alkohol getrunken habe. Also was heißt richtig? Ich habe einmal bei einer Party von meiner Mutter so richtig zugeschlagen. Da habe ich an alle Menschen Schnaps ausgeteilt und die haben immer alle zu mir gesagt, ich trinke nur, wenn du einen mittrinkst, und ich habe immer Ja gesagt. Und das ist, was glaubt ihr, wie viele Tische ich geschafft habe? Nicht viele. Dann ging es mir sehr, sehr schlecht und für mich war die Party um 18 Uhr zu Ende. Ja, ich war das Schnapsi-Taxi. Also reden wir nicht drüber. Ich wollte nur sagen, Alkohol bremst auch die Abnahme extrem und deswegen trinke ich seitdem nichts mehr. Also auch nicht ein Glas, gar nichts. Aber auch das entscheidest du selber. Ich wollte es nur kurz sagen. So, ich habe dir ja versprochen, du bekommst noch weitere Snacks und ich habe mir da schon einen gemacht. Den mache ich jetzt gleich mit dir zusammen nochmal. Ich habe mir übrigens heute so Fake Freckles gemacht. Sieht man das? Keine Ahnung. Man sieht es ein bisschen. Mit Henna macht man das so. Egal, hat überhaupt nichts mit dem Thema hier zu tun. Ich zeige dir jetzt mal das. Es sieht richtig lecker aus und es wird so lecker sein. Ich habe es ein paar Mal schon gemacht. Genau. Also, let's go. So, kennst du diese... Es gab mal eine Vanille-Kirschtasche und eine Vanille-Erdbeertasche bei McDonald's. Und so ähnlich ist das hier. Wir schneiden das jetzt mal auf. Das musst du unbedingt machen. So, das ist ein bisschen flüssig, weil das ja warmer Pudding ist, ne? Aber das schmeckt so lecker. Es hat, ich habe es extra für dich ausgerechnet, 213 Kalorien, 5 Gramm Fett, 23 Gramm Kohlenhydrate und 17 Gramm Eiweiß. Und das ist wie ein Apfelstrudel. So, pass auf, ich habe den jetzt schon halb aufgegessen, den esse ich jetzt gleich noch zu Ende. Du brauchst dafür nur 3 Sachen. Und zwar, ich war gerade einkaufen, übrigens für 22,30 €. Nur falls das jemand interessiert. Ich habe hier diese High-Protein-Wraps gekauft, aber nur, weil die schön klein waren und die hatten keine anderen kleinen. Das ist nicht nötig, das habe ich schon mal gesagt. Du brauchst keine High-Protein. Dann nimmst du diesen Pudding hier, der kostet 1 €, glaube ich, oder 1,30 € oder so. Also High-Protein muss nicht der teure sein. Und so eine Zero-Marmelade. Jetzt machen wir das. Bis gleich. Wrap drauf. Jetzt machst du 100 Gramm von dem Vanillepudding drauf, schön in die Mitte. So ein bisschen verstreichen, aber nicht so doll, weil du musst das gleich noch zusammenfalten. Sonst wiege ich das immer ab, aber das passt ungefähr. So, und jetzt faltest du das einfach zusammen. So, so, so und
So, dass nichts rauskommt möglichst. Und jetzt legst du das so rum in die Pfanne. Das machen wir jetzt zusammen. Das ist wirklich der ultimative Sekundensnack. Das jetzt einfach in die Pfanne und zwar mit der Naht natürlich nach unten, damit das erstmal schön fest brät. So, jetzt drehen wir das Ganze um. Hier siehst du, das hat sich jetzt verschlossen. Leise. So, und wenn das jetzt auf der anderen Seite auch braun ist, ja, ein bisschen kann das noch. Und jetzt ist das wie so eine Kirschtasche. Das schmeckt so lecker. Du musst das unbedingt probieren. Ich habe jetzt gerade 2 Stück davon gegessen. Das sind 450 Kalorien. Die hatte ich aber heute noch, weil ich heute nicht so viel gegessen habe. Ja, jetzt sind sie weg und es hat sich gelohnt. Ich bin glücklich, ich bin satt. Es ist abends, also alles perfekt. Probier's aus. Du kannst auch warten, bis das ein bisschen abgekühlt ist, weil dann wird der Pudding auch wieder ein bisschen härter. Dann ist das nicht so ganz so flüssig. Sonst ist das so ein bisschen, ja, ein bisschen eine Sauerei, aber das macht nichts, weil es schmeckt auch so. Also, für den nächsten Snack hast du schon mal gegessen, weil der ist so lecker. Und wenn du Bock auf Chips hast abends, und ich sage jetzt nicht, du sollst dann irgendwelche Gemüsesticks essen, weil darauf haben wir keinen Bock, außer mit Hummus oder so, aber ja, hieraus wird ja auch Hummus gemacht. Kichererbsen, ein Glas, waschen mit 2 Teelöffel Öl, Olivenöl am besten, Pfeffer, Salz, Paprika und eigentlich Kreuzkümmel. Ich liebe Kreuzkümmel. Ich könnte zu allem Kreuzkümmel essen. Wir haben aber keinen mehr. Und ich habe vergessen, den zu kaufen. Also du machst noch Kreuzkümmel dran. Für mich bitte mit. Und ich mache es jetzt einfach hier mit. Kichererbsen erstmal waschen. Das mache ich jetzt. Zwei Teelöffel Olivenöl dran. Und jetzt ordentlich Gewürze. Und du machst natürlich Kreuzkümmel für mich mit dran. So, 180 Grad, 20 Minuten Heißluftfritteuse. So, die sind jetzt fertig, hat ein bisschen länger gedauert, 23 Minuten. Die sind jetzt richtig knusprig, die kannst du jetzt einfach so snacken. Und ich gebe dir jetzt noch die Nährwerte. 100 Gramm, also die Hälfte davon haben 215 Kalorien, 35 Gramm Kohlenhydrate, 11 Gramm Eiweiß und 4 Gramm Fett. Und die sind jetzt richtig, richtig knusprig. Ein Meal Prep machen wir noch ganz schnell. Und zwar ist das sowas wie ein Kuchen. Das hatte meine Arbeitskollegin immer dabei. Also liebe Saskia, wenn du das hörst, falls du das eventuell siehst, wir machen jetzt dein Dessert. Und zwar nehmt ihr euch, ich habe jetzt einfach so eine Minute Creme-Pudding genommen. Diesmal habe ich auch ganz genau darauf geachtet, wie viel das Pulver hat, denn ihr müsst hier ein bisschen aufpassen. Da hat mich jemand drauf gebracht und das wusste ich nicht. Hier stehen immer nur die Kalorienangaben und sowas alles von dem fertigen Produkt, aber nicht, wie viel dieses Pulver hat. Und das hat definitiv mehr. Aber diesmal habe ich alles genau ausgerechnet. Das wird kalt eingerührt. 500 Milliliter Mandelmilch. Das mache ich jetzt mal eben. Außerdem braucht ihr 125 Gramm Skyr. Danke nochmal. 5 von denen Löffelbiskuit. 100 Gramm Himbeeren. Ihr könnt auch andere Beeren nehmen, welche ihr mögt. 500 Gramm oder 500 Milliliter Mandelmilch und so ein Paket. Das wird jetzt kalt angerührt, deswegen habe ich jetzt einfach das genommen. So, jetzt schön wieder so rühren. Dieser Pudding ist übrigens keine gute Alternative. Ich kann den nicht empfehlen, weil das ganze Ding hat jetzt, das brauchen wir ja gar nicht, aber das hat 420 Kalorien. Und da ist der warme Pudding besser. Aber ich hatte dieses Paket jetzt noch und deswegen dachte ich, wir nehmen jetzt einfach das. So, wir brauchen jetzt davon 20 Gramm.
Mach dir keine Sorgen, den Rest werden die Kinder essen. Das ist kein Problem. So, und mit den 20 Gramm rühren wir jetzt den Skyr ein. Das mache ich jetzt mal eben. Wir schichten das jetzt mal eben. Ich mache das hier in so ein schönes Glas. Ich finde, im schönen Glas sieht alles immer direkt viel schöner aus. Deswegen machen wir das jetzt mal eben zusammen. Wenn du das in die Arbeit mitnimmst, dann ist das natürlich nicht so, sondern du machst dann halt ein anderes Gefäß. Guck, dass du ein möglichst schmales, hohes Gefäß hast, sonst kommst du mit dem Quark nicht aus. So sieht das auf jeden Fall aus. Und ich sage dir jetzt noch die Nährwerte dazu. Es ist jetzt bei mir noch was übrig, aber du weißt Bescheid, du nimmst dann einfach die ganze Menge, weil sonst wirst du auf der Arbeit auch nicht satt. Das Ganze hat 275 Kalorien, 40 Gramm Kohlenhydrate, 18 Gramm Eiweiß und 3,5 Gramm Fett. Super Sache für die Arbeit. Also ich war immer neidisch auf meine Kollegin, wenn die das gegessen hat, und dann habe ich das irgendwann auch gemacht. Und die hat immer gesagt, das ist wie so ein Kuchen. Und das stimmt, das schmeckt wie ein Kuchen. Also probier das mal aus. Viel Spaß. Guten Morgen, es ist Sonntag. Jetzt haben wir die Seriosität abgelegt und ich komme mit Strickjacke. Es ist Sonntagmorgen. Wir haben kaum noch Brot und ich habe mich gerade entschieden, dass ich Käsedonuts mache. Die habe ich schon ganz oft gemacht und die will ich dir nicht vorenthalten. Deswegen filme ich das jetzt noch mit und schneide das gleich noch schnell in mein Video rein. Das Video kommt heute um 10, 11, keine Ahnung. Du wirst es dann auf jeden Fall sehen, aber ich will dir das nicht vorenthalten. Und ich sage dir jetzt, was du dafür brauchst, und das ist nicht viel. 500 Gramm Magerquark, also ein ganzes großes Paket. 300 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver, 1 Teelöffel Salz und Light-Streukäse, weil sonst werden es ja keine Käsedonuts. So, wir vermengen jetzt kurz alles, dann wird das Ganze mit dem Käse bestreut, kommt in den Airfryer oder Backofen und das war's. Also es geht super schnell und ich wollte das auf jeden Fall noch zeigen. Also ich lege jetzt los und dann esse ich gleich einen davon, gebe dir die Nährwerte und genau. Bis gleich. So, du vermengst das jetzt einfach alles und ich hätte gerne Handschuhe gehabt, denn das mit den Händen zu verkneten ist ein bisschen eine Sauerei. Das würde ich jetzt auch ohne dich machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Magerquark rein, Mehl rein, Backpulver und 1 Teelöffel Salz und dann geht's los. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt einfach schnell solche 9 Donuts geformt. Die bestreuen wir jetzt noch mit Gratin Käse Light und dann kommt das Ganze entweder in den Ofen oder in den Airfryer. Sieht doch schon mega aus, ich freue mich schon richtig drauf. So ein bisschen platt drücken, damit das auch dran bleibt, weil da fällt natürlich viel daneben. Das kannst du aber auch nachher nochmal aufheben und nochmal festmachen. Ich habe jetzt 100 Gramm Light-Käse genommen, das reicht auf jeden Fall. Also schön draufdrücken, damit das auch drauf bleibt, weil sonst hält das natürlich nicht so gut. Du könntest das auch mit Eigelb vorher einstreichen. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Oh, jetzt ist schon was daneben gefallen. So. Da sind noch 2, die brauchen auch noch was. Das ist jetzt noch übrig. Hier ist jede Menge daneben gefallen. Ich tue das jetzt kurz in den Airfryer und schmeiß dann das noch alles da drüber. Bist du bereit? Oh mein Gott, ich freue mich so auf die. So, ich gebe dir jetzt noch die Nährwerte. Und zwar einmal von dem ganzen Teig. Und jetzt nicht erschrecken. Der ganze Teig hat 1646 Kalorien, 241 Gramm Kohlenhydrate, 118 Gramm Eiweiß und 21,5 Gramm Fett. Wenn du 9 von diesen Bagels machst, die ich jetzt hier gemacht habe, dann hat einer 183 Kalorien, 27 Gramm Kohlenhydrate, 13 Gramm Eiweiß und 2,5 Gramm Fett. Also ich werde jetzt einen essen. So sieht der jetzt aus. Oh mein Gott, ich freue mich so auf den.
Ich habe den jetzt bei 180 Grad, 8 Minuten und dann habe ich die einmal umgedreht, weil die von unten sonst nicht so schön sind. Also, guten Appetit und bis bald. So, ich hoffe, dir hat das Video ein bisschen gefallen. Mir hat es natürlich wieder super viel Spaß gemacht. Auch wenn ich heute ein bisschen im Stress war tatsächlich, weil ich dachte, ich würde das eventuell gar nicht schaffen. Aber ich glaube, das hast du gar nicht gemerkt. Sag einfach nein. Und ja, danke. Was hier gerade abgeht, ist einfach verrückt. Ich kann das überhaupt gar nicht glauben und habe auch niemals damit gerechnet. Bin super dankbar und ich möchte mich auch noch bedanken. Liebe Simone, vielen Dank, du hast was in die Kaffeekasse eingezahlt. Ich danke dir von Herzen. Genauso möchte ich mich bedanken bei Sonja. Liebe Sonja, danke schön für die Einzahlung in die Kaffeekasse. Und dann möchte ich mich noch bedanken bei Joana Maria. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Auch dir möchte ich von Herzen für deine Einzahlung in die Kaffeekasse danken. Einfach unfassbar. So, und dann wollte ich noch was sagen. Und zwar, ihr wisst, ich versuche hier immer sehr transparent zu sein. YouTube hat mir angeboten per Mail, wenn ich diese Kanalmitgliedschaft einrichte für euch, dann bekomme ich einen nicht unerheblichen Betrag von YouTube dafür überwiesen, dass ich das nur einrichte. Und da habe ich mir gedacht, ich richte das ein, aber ich möchte das nicht machen. Also, weil ich finde, wenn ihr monatlich mir irgendwie Geld gebt, jeden Monat für eine Mitgliedschaft, dann möchte ich euch auch einen echten Mehrwert geben. Und ich wüsste im Moment jetzt einfach nicht, welchen Mehrwert kann ich euch jetzt geben. Klar, wir können mal so ein Live einmal im Monat oder sowas machen, aber ich möchte dann wirklich was richtig Gutes machen. Ich habe das aber trotzdem eingerichtet, weil YouTube mir halt nur für die Einrichtung dieses Geld gibt. Wahrscheinlich, weil wenn das dann jemand abschließt, bekomme ich ja nicht das ganze Geld, sondern YouTube bekommt ja auch was dafür. Genau, also es haben jetzt schon, glaube ich, 4 Leute die Kanalmitgliedschaft. Ich habe extra nur 99 Cent eingerichtet und da gibt es dann auch so ein extra Icon, wenn die kommentieren. Die haben dann, glaube ich, so einen blauen Stern oder sowas. Es haben schon 4 Leute von euch das abgeschlossen, ohne dass ich überhaupt irgendetwas dazu gesagt habe. Ich muss mir da nochmal Gedanken machen. Aber nur, dass ihr wisst, ich will hier keinen abzocken. Ich habe das einfach nur eingerichtet, weil ich dafür was von YouTube bekomme. Und ihr müsst das alle überhaupt nicht machen. Aber trotzdem danke euch von Herzen. Ich danke euch wie immer. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr konntet heute irgendwas mitnehmen. Und bis Donnerstag. Da sehen wir uns wieder. Bis bald.